Was würdet ihr tun, wenn ihr überzeugt wärt, die Wahrheit zu kennen und genau darin euer größter Fehler läge? Dieses Märchen beginnt mit einer harmlosen Handelsreise und entwickelt sich zu einer Geschichte über vorschnelle Urteile, Gruppendenken und die Bereitschaft, die eigene Meinung zu hinterfragen. Hören wir sie uns gemeinsam an. Und damit herzlich willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch ein Märchen aus aller Welt. Geschichten, die dich für einen Moment aus dem Alltag holen und vielleicht ein kleines bisschen verzaubern. Heute reisen wir an die Ostküste Afrikas zu einem Märchen der Swahili aus Tansania und Kenia. Ich wünsche euch viel Spaß! Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Tamarinden oder Datteln. Ein Araber hatte ein Schiff gefunden, das nach Lamu fuhr. Er sagte zu den Leuten: Ich will euch Säcke geben, die ihr nach Lamu schaffen sollt. Sie waren einverstanden. Der Araber verlud eine Anzahl Säcke mit Datteln und bezahlte die Fracht, und so hießen die Leute aus Partha die Segeln. Als sie auf hoher See waren, merkten sie, dass ihr Fahrzeug zu schwer geladen hatte und so nicht weiterkommen konnten. Da erkundigte sich der Kapitän: Was hat denn der Araber eigentlich verladen? Seht mal nach. Da schnitten sie einen Sack auf und fanden die Datteln. Sie hielten die Datteln aber für Tamarinden und sagten: Der Araber ist verrückt. Er hat so viele Säcke mit Tamarinden auf unser Schiff geladen, dass es beinahe untergegangen wäre. Werft die Säcke über Bord. Sie warfen sie über Bord. Eine aber sagte: Lasst einen Sack übrig, dass wir sie zur Soße verwenden. Da ließen sie einen übrig. Auf dem Schiff war auch ein Mann namens Michdeva. Der hatte eine Wunde am Bein und es war ihm immer kalt. Der dachte in seinem Herzen: Ich will doch eine Tamarinde nehmen und sie essen, vielleicht wird mir wohler. So ging er hinunter in den Schiffsraum, holte sein Messer heraus und schnitt den Sack an, nahm sich etwas heraus und aß ein wenig. Als er bemerkte, dass es sehr süß schmeckte, blieb er dort gleich sitzen, bis die Leute auf dem Schiff ihn vermissten, weil sie ihn nirgends sahen. Sie suchten tüchtig nach ihm. Der Kapitän sprach: Sucht ordentlich, am Ende ist er gar ins Wasser gefallen. Da suchten sie so lange, bis sie ihn endlich bei dem Dattelsack entdeckten. Sie fanden ihn, wie er da saß und aß. Den halben Sack hatte er schon leer gegessen. Da dachten sie, er sei verrückt. Was ist mit ihm los, dass er die Tamarinde aufisst? Wir wollen auch einmal kosten. Nun entdeckten sie, dass die Früchte süß waren. Da fingen sie an zu schreien und einander zuzurufen und aßen die Datteln alle auf. Aber ein paar brachten sie noch dem Kapitän. Der Kapitän aß auch davon und sagte: Das sind ja keine Tamarinden, das sind Datteln, zurück mit dem Fahrzeug. Und so legten sie die Segel um und fuhren dorthin, wo sie die Säcke über Bord geworfen hatten. Der Kapitän befahl sie, sie sollten nach den Säcken tauchen. Der erste tauchte unter und ertrank. Da dachten sie: Aha, der sitzt nun unten im Wasser und isst. Der Kapitän befahl, dass einer nachspringen sollte, und der zweite tauchte unter und ertrank. Da sagten sie: Gewiss halten sie da unten Rat miteinander und essen alle beide. Springt ihnen nach. So tauchte einer nach dem anderen unter, bis nur noch der Kapitän und der Steuermann übrig waren. Diese besprachen sich und meinten, gewiss äßen die nun alle von den Datteln dort unten im Wasser. Deshalb warf sich auch der Steuermann ins Meer und ertrank. So blieb nur noch der Kapitän übrig und überlegte: Dieser Steuermann macht also auch gemeinsame Sachen mit den Matrosen. Und nun essen sie alle von den Datteln. Und er sagte zu sich: Nun will ich auch nachspringen.
Da warf er sich über Bord und ertrank ebenfalls. Im Schiff blieb nur noch Meschendewa übrig, und er konnte nicht über Bord springen. Er hatte ja die Wunde am Bein und fürchtete das Salzwasser. Da drehte er das Fahrzeug um, hisste die Segel ganz allein und fuhr nach Lamu. Dort lachten alle Leute sehr. Und so ist es bis auf den heutigen Tag. Wenn du zu einem aus Pata sagst, das sind nicht Tamarinden, das sind Datteln, dann wird er ganz böse. Doch was genau steckt hinter dem Märchen? Analyse Teil 1. Wenn Unwissenheit gefährlicher wird als die Gefahr. Auf den ersten Blick scheint das Märchen eine einfache Geschichte über dumme Entscheidungen zu sein. Doch eigentlich beginnt alles mit einem grundlegenden Problem. Niemand überprüft, was tatsächlich vor ihm liegt. Die Besatzung glaubt sofort zu wissen, dass es sich um Tamarinden handelt. Niemand hinterfragt diese Annahme ernsthaft. Statt Wissen genügt Überzeugung. Auf dieser Grundlage treffen sie eine folgenschwere Entscheidung und werfen einen Großteil der wertvollen Ladung ins Meer. Interessant ist dabei, dass die eigentliche Katastrophe nicht durch Unwissen entsteht, sondern durch die Überzeugung, bereits die Wahrheit zu kennen. Das Märchen stellt damit eine zeitlose Frage. Wie oft handeln Menschen nicht aufgrund von Fakten, sondern aufgrund dessen, was sie glauben zu wissen? Analyse Teil 2. Die Angst, sich zu irren. Erst Meschendewa wagt etwas, was alle anderen zuvor vermieden haben. Er macht eine eigene Erfahrung. Interessanterweise sucht er dabei gar nicht nach der Wahrheit. Wegen seiner Wunde am Bein und weil ihm ständig kalt ist, hofft er lediglich, dass ihm die vermeintliche Tamarinde Linderung verschafft. Aus einem ganz persönlichen Bedürfnis heraus probiert er die Frucht und entdeckt dadurch zufällig, dass es sich in Wirklichkeit um Datteln handelt. Damit unterscheidet sich Meschendewa deutlich von der übrigen Besatzung. Während die anderen ausschließlich auf ihre Annahmen vertrauen, überprüft er sie unbewusst selbst. Bemerkenswert ist jedoch die Reaktion der anderen. Anfangs halten sie Meschendewa für verrückt. Erst nachdem sie selbst kosten, ändern sie ihre Meinung. Das Märchen zeigt damit einen häufigen Mechanismus. Neue Erkenntnisse werden oft zunächst belächelt oder abgelehnt. Erst wenn genügend Menschen dieselbe Erfahrung machen, wird aus einer vermeintlichen falschen Aussage plötzlich allgemein akzeptiertes Wissen. Die Geschichte wirft deshalb die Frage auf: Warum fällt es Menschen manchmal so schwer, ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen? Analyse Teil 3. Gruppendenken und blinder Gehorsam. Nachdem die Besatzung erkennt, dass es tatsächlich Datteln sind, schlägt die Stimmung schlagartig um. Doch anstatt aus ihrem ersten Irrtum zu lernen und künftig vorsichtiger zu handeln, geraten sie in den nächsten. Ein Matrose springt ins Meer und ertrinkt. Anstatt daraus zu lernen, interpretieren die übrigen die Situation immer wieder so, dass sie in ihr bisheriges Weltbild passt. Niemand zieht die naheliegende Schlussfolgerung, dass der Taucher möglicherweise gestorben ist. Stattdessen entsteht eine immer absurdere Erklärung. Die anderen würden unten gemeinsam Datteln essen. Mit jedem weiteren Menschen wächst die Überzeugung der Gruppe. Auffällig ist dabei der Gegensatz zu Meschendewa. Während er die Wahrheit durch eigenes Handeln entdeckt hat, verlassen sich die anderen erneut ausschließlich auf Vermutungen und folgen einander blind. Das Märchen beschreibt damit eindrucksvoll, wie Gruppendenken funktionieren kann. Wenn alle dieselbe Erklärung übernehmen, wird sie zunehmend glaubwürdiger, selbst dann, wenn die Realität immer deutlicher dagegen spricht. Analyse Teil 4. Wer denkt selbst?
Am Ende überlebt ausgerechnet Mishendeva, den die anderen zunächst für merkwürdig hielten. Nicht, weil er besonders mächtig oder klüger dargestellt wird, sondern weil seine Wunde ihn davon abhält, den anderen hinterherzuspringen. Aus einer scheinbaren Schwäche entsteht plötzlich sein größter Vorteil. Gerade dadurch unterscheidet sich Mishendeva von allen anderen Figuren. Er handelt nicht aus blinden Gruppenzwang. Bereits zuvor hatte er sich durch eigenes Ausprobieren von den übrigen Matrosen unterschieden. Nun bewahrt ihn seine Verletzung davor, denselben fatalen Fehler zu begehen. Während alle anderen sterben, ist es schließlich Mishendeva, der das Schiff alleine nach Lamu steuert und ans Ziel bringt. Das Märchen stellt damit eine spannende Frage. Ist es manchmal gerade das Anderssein, sei es durch eine andere Erfahrung, andere Voraussetzungen oder unfreiwillige Einschränkungen, das Menschen davon bewahrt, dieselben Fehler wie die Mehrheit zu machen? Dabei bedeutet das Märchen nicht, dass Anderssein automatisch zu besseren Entscheidungen führt. Es zeigt jedoch, wie wertvoll es sein kann, Situationen selbst zu prüfen, anstatt der Gruppe ungefragt zu folgen. Bevor wir zum Fazit kommen, würde mich eure Meinung zu diesem Märchen interessieren. Wie habt ihr die Geschichte verstanden? Wer hat für euch den größten Fehler gemacht? War es die Besatzung, die sich sicher war, Tamarinden vor sich zu haben? Der Captain, der Entscheidungen traf, ohne die Situation wirklich zu hinterfragen? Oder zeigt das Märchen etwas ganz anderes? Welche Rolle spielt für euch Mishendeva? Ist er einfach nur zufällig der Überlebende oder gerade deshalb die wichtigste Figur des Märchens, weil er als einziger bereit war, selbst nachzuprüfen, anstatt nur den Annahmen der anderen zu folgen? Und was glaubt ihr, geht es in diesem Märchen wirklich um Datteln und Tamarinden oder erzählt es eigentlich etwas über Vorurteile, Gruppendenken, vorschnelle Urteile und die Bereitschaft, die eigene Überzeugung zu hinterfragen? Welche Botschaft habt ihr persönlich aus der Geschichte mitgenommen? Geht es für euch vor allem um Neugier, um kritisches Denken, um den Einfluss der Mehrheit oder habt ihr das Märchen ganz anders interpretiert? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ich lese eure Antworten immer sehr gerne und bin gespannt, welche Sichtweisen ihr auf das Märchen habt. Vielleicht sind euch auch Details oder Symboliken aufgefallen, die ich in meiner Analyse gar nicht erwähnt habe. Lasst uns gemeinsam über das Märchen diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinung. Analyse Teil 5. Fazit. Was bedeutet das in Bezug zu unserer Gesellschaft? Dieses Märchen wirkt zunächst wie eine humorvolle Erzählung über Missverständnisse. Betrachtet man es genauer, beschäftigt es sich jedoch mit Themen, die bis heute aktuell geblieben sind, wie die meisten Märchen. Auch heute entstehen Meinungen oft sehr schnell. Menschen übernehmen Aussagen, ohne sie selbst überprüft zu haben. Besonders heute in dem Zeitalter des Internets und Social Media. Gleichzeitig fällt es vielen schwer, einmal getroffene Überzeugungen wieder zu hinterfragen. Wird eine Ansicht von vielen geteilt, gewinnt sie häufig an Glaubwürdigkeit, unabhängig davon, ob sie tatsächlich richtig ist. Ebenso zeigt das Märchen, wie gefährlich Gruppendenken werden kann. Wenn niemand mehr innehält, Fragen stellt oder neue Informationen berücksichtigt, können sich Fehlentscheidungen immer weiter verstärken. Gleichzeitig erinnert die Geschichte daran, dass Erkenntnis häufig dort beginnt, wo Menschen bereit sind, selbst hinzusehen, eigene Erfahrungen zu machen und auch gegen die Meinung der Mehrheit zu denken. Vielleicht lautet die eigentliche Frage dieses Märchens deshalb nicht, wer Recht hatte, sondern vielmehr, haben wir heute gelernt, unsere eigenen Überzeugungen wirklich zu prüfen oder folgen wir manchmal noch immer lieber der Sicherheit der Mehrheit? Was sagt ihr dazu und hat euch das Märchen vielleicht an etwas erinnert, das zurzeit präsent war? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Verbindungen ihr gezogen habt.
Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.